Hallo YouTube, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Leo, schön, dass ihr hergefunden habt. Kommen wir am besten gleich zur Sache. Vor einer Woche habe ich in der Wochenendausgabe der Süddeutschen Zeitung einen so furchtbaren Artikel entdeckt, dass ich darüber einfach ein Video machen musste. Mein erstes, um genau zu sein. Keine Sorge, weitere Videos sind schon in Bearbeitung, dauert aber noch etwas, weil Studium und so. Aber zum Thema. Der Titel des Textes war: Wer Tiere liebt, sollte sie essen. Und ich war schon so: Bitte nicht. Und was soll ich sagen? Meine Befürchtungen wurden mehr als erfüllt. Noch nie hat sich mir beim Zeitunglesen derart der Magen umgedreht, dass ich fast den vor mir liegenden journalistischen Quark mit meinem eben verspeisten Frühstück verschönert hätte. An dem gesamten Text ist so viel falsch, dass ich das unmöglich alles in einem einzigen kurzen Leserbrief unterbekommen konnte. Also habe ich mir gedacht, Leo, du richtest dir doch gerade einen YouTube-Kanal, mach doch einfach ein Video drüber. Here we are, lass uns am besten gleich loslegen. Es beginnt schon damit, dass der Text eine einzige Meinungsäußerung darstellt. Das ist an sich erstmal unproblematisch natürlich, aber das Ding ist, dass dieser Text nirgendwo als Meinungsäußerung gekennzeichnet ist. Also es steht nirgendwo dran Meinung oder Kommentar, wie das eigentlich üblich ist in Printmedien. Online bekommen die das auch alles super hin, da gibt es eine eigene Kategorie Meinung und da ist auch dieser Artikel, der online mit einem Abo verfügbar ist. Da steht auch groß und breit Essay dran und Meinung und das ist auch alles prima, aber eben nicht in der Zeitung. Und das ist deswegen problematisch, weil meinungsgeprägte Inhalte von informierenden Inhalten eigentlich strikt zu trennen sind, indem man sie als solche markiert. Und das war hier nicht der Fall. Das ist bei Printmedien eigentlich Standard und völlig üblich, aber das wurde hier offenbar irgendwie nicht für nötig gehalten. Ja, zugegeben, die Grenzen zwischen meinungsgeprägten und informierenden Inhalten, die ist fließend, aber hier handelt es sich eben nicht um irgendeine sachliche Berichterstattung, wo man auch ein bisschen irgendwie mal die Meinung mit einfließen lassen darf, sondern es ist halt eindeutig ein persönlicher Essay, der sogar online als solcher bezeichnet wird. Aber davon steht eben nirgendwo was und den nicht als Essay zu kennzeichnen, das ist einfach unsauber und schlampig. Warum diese Kennzeichnung und Unterscheidung so wichtig ist, dazu habe ich euch in der Videobeschreibung was verlinkt, falls ihr euch da weiter einlesen wollt. Darauf gehe ich jetzt hier nicht näher ein. Allerdings dürfen hier auch JournalistInnen ihre eigene Meinung haben und die auch medial vertreten, sofern das solche gekennzeichnet. Allerdings ist das hier keine normale Meinungsäußerung, sondern einfach nur ein Essay voller Scheinargumente, die für eine völlig absurde These stehen sollen. Bevor ich auf den Inhalt eingehe, möchte ich noch einigen möglichen Fragen und Kommentaren vorbeugen. Ja, ich lebe vegan und nein, ich will mich niemandem moralisch überlegen, wie die Autorin das gleich zu Beginn Millionen von Menschen unterstellt. Und nein, ich will hier niemandem etwas wegnehmen und ich will hier auch niemandem etwas vorschreiben. Wenn hier jemand irgendwem irgendwas wegnimmt, dann sind wir es, die den Tieren ihr Leben wegnehmen. Boah, da habe ich jetzt gleich mal ein paar Leute so richtig schön verprellt. Hoppla. Was wollte ich sagen? Genau. Wenn ihr tierische Produkte konsumiert, dann ist mir das ehrlich gesagt völlig Schnuppe. Es ist mir wirklich egal. Aber spamt halt einfach bitte nicht irgendwie die Kommentarspalte voll mit irgendwelchen blöden Kommentaren. Lecker Schnitzel. Es braucht halt einfach niemand. Das ist einfach dumm und unnötig. Und ich werde auch sämtlichen inhaltslosen Spam, der irgendwie blöd oder beleidigend ist, auch löschen. Und versucht einfach auch nicht irgendwie mich oder irgendwelche andere Leute zu trollen oder zu beleidigen, weil auch das werde ich halt einfach instant löschen. Spart euch einfach die Mühe. Ach, und falls ihr jetzt befürchtet, dass das hier ein weiterer Ein-Themen-Kanal über Veganismus werden wird, ganz im Gegenteil. Wait and see. So, jetzt aber. Wollen wir mal sehen, was die Autorin so zu sagen hat. Sie leitet ihren Text erstmal damit ein, dass Menschen, die sich bei ihrer Ernährung nach moralischen Fragen richten, ja immer so überheblich seien und kommt mit dem wirklich dümmsten aller Veganer-Witze. Hey, sag mal, woran erkennt man einen Veganer? Boah, keine Ahnung. Sag's mir. Er sagt's dir. Ja, der war richtig gut, den kannte ich noch nicht. Richtig originell. Ich lach mich schlapp. Ja, danke. Sehr lustig. Und sehr seriös. In den nächsten Zeilen wird es aber leider auch nicht besser. Ihr erstes Argument, wenn man aufhören würde, Fleisch zu essen, gäbe es ja
Zitat, kaum noch Nutztiere, die man bewundern und streicheln kann. Das ist ein Witz. Das muss ein Witz sein. Dieses Argument trieft bereits vor der Ideologie, dass Tiere nur zu unserer Unterhaltung da sind und stets unseren Zwecken zu dienen haben. Boah, dieser speziesistische Einheitsbrei kotzt mich dermaßen an, ich habe eigentlich schon wieder gar keinen Bock mehr. Aber okay, gehen wir mal darauf ein. Die Aussage der Verfasserin impliziert, dass Tiere einzig zur Unterhaltung des Menschen da sind. Doch rechtfertigt unsere Freude daran, Tieren, Zitat, in die Kulleraugen zu sehen, wirklich, dass wir sie töten? Wenn wir Tiere so toll finden, warum sollen wir sie dann töten? Ich verstehe es nicht. Und bevor jemand mit den vielen wunderbaren Bauernhöfen um die Ecke kommt, bei denen die Tiere ein langes und glückliches Leben führen und einen sehr sanften Tod sterben, fast schon zu Tode gestreichelt werden, hold up. Erstens, die Autorin macht das gleich selbst, lol. Und zweitens ist das für die Debatte ohnehin irrelevant. Laut Albert-Schweitzer-Stiftung werden in Deutschland jährlich fast 760 Millionen Nutztiere geschlachtet. Das sind mehr als 10-mal so viele Tiere, wie volljährige Menschen in Deutschland leben. Das wären 70 Millionen. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Von diesen fast 760 Millionen Nutztieren, 759 um genau zu sein, sind weit über 600 Millionen Nutztiere Hühner. Wenden wir das mal auf das Argument der Autorin an, dann stellen sich mir da mehrere Fragen. Wo auf deutschen Wiesen und Weiden sehen wir mehrere hundert Millionen Nutztiere, die jedes Jahr in deutschen Schlachthöfen getötet werden? Und sind die Tiere, die denn da so rumstehen, zu 75% Hühner? Ich weiß ja nicht. Wenn man das bedenkt, dann könnte man fast zu dem Schluss gelangen, dass die Tiere, die wir auf deutschen Wiesen und Weiden beobachten können, überhaupt nicht repräsentativ sind für die Menge und Gesamtheit der Nutztiere, die in deutschen Schlachthöfen landen jedes Jahr. Dass die Autorin sich dessen in keiner Weise bewusst ist, zeigt die Passage der, Zitat, Tiere, die in unserem Land auf 4 Beinen herumstreifen. 4 Beinen, ja, 4 Beinen herumstreifen, in Ställen stehen oder auf Weiden grasen. Aha, okay. Direkt danach nennt sie den menschlichen Konsum tierischen Muskelgewebes als den einzigen Grund für die Existenz dieser Tiere. Soweit richtig. Eine angenommene, hypothetische, von allen ausgeübte, rein pflanzliche Ernährung, also wenn niemand mehr Tiere isst und dadurch dann auch keine Tiere mehr gezüchtet werden, um sie zu töten und dann zu essen, würde also folglich dafür sorgen, dass diese Tiere nicht mehr existieren, dass die Tiere aussterben, weil niemand mehr sie züchtet. So. Diese Tiere würden also verschwinden und das ist an sich ja erstmal schlüssig soweit. Wie wir aber gleich sehen werden, legt sie damit den Grundstein für einen Zirkelschluss. Ein Zirkelschluss ist ein Scheinargument, bei dem man eine Sache mit der Sache selbst begründet. Das sehen wir jetzt gleich. Sie sagt, die Tiere existieren nur, weil wir sie essen. Ein paar Zeilen später begründet sie allerdings die Tatsache, dass wir die Tiere essen, damit, dass das Tier ja schon existiert. Zitat, irgendwo muss das Kalb ja hin. Oh. Schnell weiter im Text. Ihr nächster Satz, nirgendwo träfe man dann noch auf ein Schaf, also wenn es keine Tiere mehr gäbe, weil wir keine Tiere mehr essen, zeigt wieder einmal die völlige Ahnungslosigkeit der Autorin auf. Zwar umfasst eine vegane Lebensweise durchaus auch das Vermeiden tierischer Kleidung wie Leder oder Wolle oder natürlich auch Pelz, allerdings ging es der Autorin bislang ja lediglich um eine rein pflanzliche Ernährung und nicht um eine vegane Lebensweise. Und ich bin bislang keiner Person begegnet, die gemeint hat, dass Schafswolle ein Lebensmittel sei. Ich weiß ja nicht, wie ihr das handhabt, aber ich esse bestimmt keine Wolle. Aber okay, so oder so stellt sich auch hier wieder die Frage, rechtfertigt denn die gelegentliche menschliche Freude am Anblick eines Tieres, dass man dieses Tier ausbeutet und tötet? Letztendlich ist der ganze Text eine einzige Romantisierung der Tierhaltungs- und Tötungsindustrie.
Kein einziges Mal wird diese Industrie bislang überhaupt erwähnt. Es wird immer nur das malerische Bild eines glücklichen Tieres auf einer weiten, grünen Wiese propagiert. Lediglich einen Absatz später erwähnt die Autorin ganz nebenbei und beiläufig die klimatischen Folgen von dem Konsum tierischer Produkte. Aber auch da schafft sie es einfach nicht, den Bogen zu spannen zur industriellen Haltung und Tötung von Tieren. Stattdessen bleibt sie der Illusion einer übergreifend tiergerechten Haltung treu. Sie argumentiert, dass wenn wir keine Tiere mehr essen würden, ja auch keine mehr existieren würden. Scheitert aber zu erklären, was daran so dramatisch wäre. Dann existieren halt keine Nutztiere mehr. Ja, okay, so what? Auch der nächste Absatz besteht aus lauter Fehlinformationen. Nur Milchprodukte zu konsumieren sei laut ihr genauso unsinnig wie überhaupt keine tierischen Produkte zu konsumieren. Laut ihr müssen die männlichen Kälber, die bei einer zur Milchproduktion notwendigen Schwangerschaft und Geburt entstehen, ja irgendwo hin, also auf unsere Teller. Und da haben wir unseren Zirkelschluss. Sie sagt, wir züchten Tiere, die Tiere existieren, weil wir sie essen wollen. Und wir essen die Tiere aber nur, weil sie schon existieren. Aber die Existenz der Tiere wird wieder begründet damit, dass wir sie essen wollen. Aber wir essen sie nur, weil sie schon existieren. Ein ewiger Kreis. Ein Zirkelschluss. Komisch, warum kann man die denn nicht einfach leben lassen? Wenn das Leben von Nutztieren doch so fantastisch ist, dann kann man die Kälber doch auch einfach genauso großziehen und eines natürlichen Todes sterben lassen. Wozu töten? Das gleiche gilt für ihr Argument der Ziegenmilch. Ziegen sollen Milch geben, aber mit den männlichen Nachkommen kann man nichts anfangen. Also landen sie, laut ihr, in Hundefutter. Auch hier, warum sollte man sie töten? Damit zeigt sie indirekt auch gleich die eigentliche Beschaffenheit des ganzen Systems auf. Wir halten es für völlig selbstverständlich, Lebewesen zu töten, die, wie sie selbst anfangs zugibt, Freude und Angst und Glück und Schmerz empfinden können. Wir töten sie einfach, sobald sie uns keinen finanziellen Profit mehr erbringen. Wir betrachten Tiere als Geldquelle mit Gewinnpotenzial und nicht als das, was sie eigentlich sind, nämlich Individuen. Aber zurück zu ihrer Argumentation. Sie betont nochmal, dass es ja gar keine Nutztiere mehr gäbe, würden wir sie nicht mehr essen. Die alte Leier. Allerdings schafft sie es auch hier wieder nicht, zu erklären, was daran so schlimm wäre. Nutztiere sind für kein Ökosystem des Planeten in irgendeiner Weise relevant. Also wo liegt genau das Problem, wenn es keine Nutztiere mehr gibt? Ja, mit Nutztieren kann man brachliegende Flächen bewirtschaften und so weiter, aber das ist ja nicht ihr Argument hier. Ihr Argument ist, dass diese domestizierten Tiere dann ja aussterben würden, was sie für sich in sich schon als negativ betrachtet. Warum auch immer. Weil wir dann keine Tiere mehr haben, die wir in die Kulleraugen gucken können. Als nächstes kommt sie damit, dass das Tier sich bestimmt für eine Existenz mit grausamem Ende lieber entscheiden würde, als für eine Nicht-Existenz. You serious? For real? Das ist ihr Argument? Das kann nicht ihr Ernst sein, oder? Holy shit. Ich habe an dieser Stelle wirklich kurz gehofft, dass es irgendwie eine Satire wäre, aber ist es leider nicht. Also schön. Erst einmal hätte ich da so eine ganz grundsätzliche Frage. Wie kann ein ungeborenes Tier überhaupt einen Willen besitzen? Noch bevor es existiert? Das ist doch Quatsch. Das ist so dumm. Mit dem gleichen Gedankenprinzip könnte ich auch für Sklavenhaltung argumentieren. Lieber lebt jemand als Sklave, als dass er gar nicht erst geboren wird. Darin ist so viel problematisch. Woher will sie das denn wissen? Und warum steht das überhaupt zur Debatte? Sie tut so, als wäre die Existenz von Nutztieren nur als Nutztier möglich. Aber wir könnten die Tiere ja auch einfach in Ruhe lassen. Wie wäre es denn mal damit? Sie impliziert, dass ein Nutztier nur in der Nutztierhaltung existieren kann. Ja, aber es kann ja genauso gut in Freiheit leben, wenn wir es einfach in Ruhe lassen. Und dann mal Real Talk. Was ist denn nun besser? Jährlich 759 Millionen Tiere zu ermorden oder erst gar keine Tiere zu züchten, deren einziger Zweck es ist, getötet zu werden?
Ein wirklich verzweifelter Versuch, Fleischkonsum zu rechtfertigen. Diesen Versuch unterstreicht die Autorin leider anschließend mit einem noch absurderen Beispiel, in dem sie allen Ernstes das Leben eines Tieres in Gefangenschaft mit dem Leben einer Frau in einer gewalttätigen Beziehung vergleicht. Kein Witz. Macht sie wirklich. Sie sagt, das Leben der Frau sei dann ja auch noch lebenswert. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus. Okay. Also, manchmal frage ich mich ja echt, wer eigentlich den Leuten ins Hirn geschissen hat. Sie zitiert zwar einen US-amerikanischen Professor für Philosophie, von dem dieses Produkt geistige Umnachtung stammt, aber das für die eigene Argumentation dann zu verwenden, das macht es ja jetzt nicht gerade besser, oder? Furchtbar. Anyway, an diesem idiotischen Vergleich sind zwei Dinge höchst problematisch. Erstens, wer bin ich denn zu entscheiden, ob das Leben einer anderen Person lebenswert ist oder nicht? Es ist das gleiche Argument wie davor. Zweitens, beim Treffen bzw. Zitieren dieser Aussage waren sich offenbar der US-Amerikaner und die Autorin hier nicht der möglichen Folgen durch häusliche Gewalt bewusst. Inklusive Suizid. 29% der Frauen, die einen Suizidversuch unternehmen, waren vorher Opfer von Gewalt geworden. 37% der Frauen mit Gewalterfahrungen leiden unter Depressionen, 46% der Frauen unter Angst- und Panikattacken und 45% unter posttraumatischen Belastungsstörungen. Das ist furchtbar. Fällt einem da noch was ein dazu? Mir nicht. Weiter im Text bleibt es spannend, welchen dreisten Blödsinn man wohl als nächstes ertragen muss. Das ist furchtbar. Das ist furchtbar. Diesmal wird ein Biolandwirt zitiert. Mit der Aussage, dass... Sorry. Das ist so dumm. Diesmal wird ein Biolandwirt zitiert mit der Aussage, das Mindeste, was wir den Schlachttieren schulden, ist ein Leben vor dem Tod. Oder vielleicht einfach erst gar kein Tod. Oder noch besser, einfach noch gar kein Leben, weil dieses Leben in über 90% der Fälle einfach geprägt ist von unsäglichem Leid. Wie wäre es denn damit? Ach nee, es gäbe dann ja gar keinen Profit. Next, please. Als nächstes schreibt die Autorin, Zitat, Nutztiere darf man aber schlachten. Ja, das sagt sie. Das sehe ich anders. Was bringt sie zu der Annahme, dass es in Ordnung sei, Nutztiere zu schlachten, nur weil sie Nutztiere sind? Weil sie nur dafür geschaffen werden? Ja, wieder Zirkelschluss. Weil es gesetzmäßig ist? Das sagt ja nichts über die Moral aus. Und was tut es überhaupt zur Sache? Inwiefern stützt es jetzt die These der Autorin, dass wer Tiere liebt, sie essen sollte? Was hat das damit zu tun? Dass es okay ist, Tiere zu schlachten. Deswegen sollten wir es tun, weil es okay ist? Es ergibt einfach keinen Sinn. Moving on. Jetzt wird es richtig dreist. Nun kommt wie versprochen das Argument, ja, aber Nutztiere können ja auch ein super duper tolles Leben haben, mega glücklich und alles, warum sollen wir ihnen das nicht ermöglichen? Sie schreibt, dass man ja ein Nutztierleben unter den richtigen Umständen mega lebenswert gestalten kann und dann wäre es doch nicht gerechtfertigt, dem Tier seine Existenz zu verwehren, in Peace and Happiness, nur um es vor Leid zu schützen. Auf an die 10 Sätze verteilt findet hier eine Beschreibung statt von einer Idylle, wie sie außerhalb von Gnadenhöfen eigentlich fast nirgendwo zu finden ist. Also erstmal kann man für Existenz meiner Ansicht nach überhaupt nicht ethisch argumentieren. Man kann dagegen argumentieren, so ich will keine Kinder in diese grausame Welt setzen und so weiter. Aber das setzt hier ja voraus, dass man damit einer bereits existierenden Seele vor der Geburt einen Gefallen tun würde, indem man ihr ermöglicht, ein körperliches Leben genießen zu dürfen. Ich meine, sicher, wer dann glaubt, der kann das natürlich als Argument nutzen. So, in meiner Glaubenswelt funktioniert das so. Ja, okay, fein. Aber halt auch nur dann. Aber lassen wir uns für einen Moment auf ihr Argument ein und blenden einfach die sämtliche Umstände und Fakten mal aus. Ja, ein solches Tier kann ein tolles Leben führen, wie auf einem kleinbetrieblichen Hof, bla bla bla. Ja, auch in der Tierzucht kann man ein Tierleben gestalten, wie auf dem Gnadenhof. Ja. Und ja, das gibt es auch vereinzelt. Und meinetwegen können wir dann immer noch darüber diskutieren, ob es in Ordnung ist, dem glücklichen Leben eines Tieres von außen ein Ende zu setzen. Auch wenn ich das seltsam finde, dass es bei Menschen nicht als Argument durchgeht, aber bei Tieren schon. Aber okay. Das Problem ist,
Die Autorin nimmt hier dieses Idealbeispiel von diesem perfekten, glücklichen Leben eines Nutztieres und projiziert es dann auf die gesamte Debatte des Tiereessens. Aber für diese Debatte sind einfach diese Handvoll idealisierter, kleinbetrieblicher Bauernhöfe völlig irrelevant, weil es einfach nicht repräsentativ ist. Und das sage nicht ich, das ist halt einfach so. Das ist schwer zu leugnen. Niemand kann mir erzählen, dass die Mehrzahl dieser 760 Millionen Tiere, die jährlich ermordet werden, allein in Deutschland, ein friedsames Leben genossen haben auf einem fast vorbildhaften, idyllischen Kleinbauernhof mit Hofladen. Dieses Beispiel aufzubringen, ist dann aber halt einfach irreführend. Also wieder eine komplette Fehldarstellung. Weiter im Text vertieft sich die Autorin so sehr in ihrem absurden Beispiel, dass sie großzügigerweise einräumt, dass selbst das Leben auf einem Biobauernhof nicht immer nur idyllisch ist. Auch auf idyllischen Höfen werden Kälber von ihren Müttern getrennt. Das gibt die Autorin zu. Allerdings behauptet sie völlig absurderweise, dass die Muttermilch der Kuh für uns Menschen gedacht sei. Sie sagt buchstäblich, ich zitiere, Kälber werden früh von ihren Müttern getrennt, damit sie die Milch nicht trinken, die doch für uns Menschen gedacht ist. An der Stelle habe ich das wirklich für einen viel zu späten Aprilscherz gehalten. Das muss ein Witz sein. Es gibt offenbar wirklich noch Menschen, die der festen Überzeugung sind, dass Tiere nur für uns da sind und nur für uns Milch produzieren. What? Egal, weiter im Text. So wie sie auch das auf Bauernhöfen existierende Leid eingeräumt hat, bringt sie jetzt das Gegenargument, dass ja das menschlich induzierte Tierleid in Ordnung sei, weil in der freien Wildbahn läuft es ja auch ganz schön brutal zu, ne? Okay, versuchen wir mal das zu verstehen. Weil in freier Wildbahn andere Tiere jagen, töten und verspeisen, ist es also in Ordnung, dass wir Menschen jährlich allein in Deutschland hunderte Millionen von Tieren zusätzlich halten und töten. Nee, also wirklich beim besten Willen, ich sehe da keinen Zusammenhang. Vielleicht brauche ich eine stärkere Brille, aber ich sehe da halt einfach nichts. Wir können nicht einfach Nutztiere mit Wildtieren gleichsetzen. Wildtiere sterben durch andere Wildtiere. Das gehört zur Natur, das ist halt so, da können wir nichts machen. Aber das hat rein gar nichts damit zu tun, dass wir domestizierte Tierarten züchten und reihenweise abschlachten. Es gibt immer noch die Möglichkeit, Tiere einfach fucking in Ruhe zu lassen. Und nochmal kurz zur Abgrenzung. Es geht mir nicht darum, Leuten irgendwas zu verbieten. Dass sie Fleisch isst, das interessiert mich gar nicht. Das Einzige, was mich hier stört, ist ihr absolut sinnloser Versuch, ihren eigenen Konsum durch unschlüssige Argumente zu rechtfertigen. Und das dann halt nicht mal privat, sondern halt auch noch in einem meinungsbildenden Medium, ohne das als Meinung zu kennzeichnen. Es geht mir hier also lediglich um ihre unsinnige Argumentation, nicht um ihr Konsumverhalten an sich, das ist mir völlig egal. Als nächstes geht sie nochmal darauf ein, dass Tiere ja vor dem Tod ein glückliches Leben haben können und ja eh irgendwann sterben. Also warum nur auf den Tod fixieren und nicht das glückliche Leben davor betrachten? Gute Frage. Vermutlich, weil die wenigsten Tiere in der heutigen Nutztierhaltung ein Leben führen, das auch nur annähernd an das herankommt, was wir bei einem Menschen als lebenswert und glücklich bezeichnen würden. Next, please. Nach diesen ewig langen Ausführungen über das großartige Leben von Nutztieren lässt sie immer noch nicht los von diesem unsinnigen Aspekt. Hat sie es dann bald? Es wird an dieser Stelle richtig philosophisch darüber, dass wir uns so sehr auf den leidvollen Tod konzentrieren und nicht auf das ach so glückliche Leben davor. Wie gesagt, das glückliche Leben ist eine von der Tierindustrie erzeugte Illusion, die in den allerwenigsten Fällen zutrifft. Na, wenn die Firma schon Wiesenhof heißt, dann muss das Eier von einem glücklichen Huhn kommen. Endlich, endlich, endlich kommt die Autorin zum Fazit. Viel wiederholendes Gelaber darüber, wie traurig es doch wäre, wenn Kinder in einer Welt ohne Tiere aufwachsen würden, bla bla bla. Natürlich lässt sie hier völlig außen vor, dass wenn wir sämtliche Tiere, die wir uns zum Verzehr tierischer Produkte halten, einfach nicht mehr halten würden, sich auf den ersten Blick gar nichts ändern würde. Noch weniger, wenn wir dabei die klischeehaft vorbildlichen Biobauernhöfe einfach mal außen vor lassen. Wenn die meisten Tiere in irgendwelchen Gebäuden zu Hunderten und Tausenden gehalten werden, weit weg von unserem täglichen Blickfeld, welchen Unterschied würden wir dann optisch in der Umgebung feststellen, wenn diese Gebäude einfach nicht mehr existieren? Und nochmal, alleine, dass sie rechtfertigt, dass wir über Leben und Tod von Tieren überhaupt entscheiden,
ist speziesistisch. Ich meine, wir sagen doch auch nicht, dass Menschen ohnehin irgendwann sterben und es deswegen okay ist, sie zu töten. Ja, aber warum ist es dann bei Tieren okay? Zum Schluss wird es nochmal richtig absurd. Sie haut ernsthaft folgenden Satz raus. Dass der Mensch Tiere züchtet und verspeist, ist Ausdruck einer langen Beziehung zum Wohle beider Seiten. Das soll sie doch mal bitte den Tieren in Massentierhaltung erzählen. Hey, ihr Schweine, Kühe und Hühner und alle anderen, dass wir euch hier zusammenpferchen und danach reihenweise ermorden, das ist auch zu eurem Wohle. Seid mal ein bisschen dankbar. Dann kommt der nächste Brüller. Außerhalb der Massentierhaltung haben Kühe und Schweine auf Bauernhöfen immer noch Namen. Erstens, ja genau, außerhalb der Massentierhaltung. Und was ist mit innerhalb? Dass die Massentierhaltung irgendwas über 90% der Tierhaltung ausmacht, scheint wieder mal irrelevant. Zweitens, na und? Dann haben sie halt einen Namen. Ist es besser, ein Lebewesen zu töten, weil es einen Namen trägt oder was? Ist es dann auch wieder eine Rechtfertigung bei einem Menschen? Ja, okay, du hast einen Namen, dann darf ich dich jetzt umbringen. Hä? Zitat. Landwirte lieben ihre Tiere und am Sonntag isst man eben Lisa. Oh Gott. Lisa also was? Das ist aber nicht zufällig die Tochter des Landwirts, oder? Weil das wäre ja Mord. Das wäre ja extrem. Aber wenn es ein Schwein ist, dann ist es in Ordnung. Warum gleich nochmal? Ach stimmt, Tiere sind nur für uns da. Wieder vergessen. Klar. So, letzte 2 Sätze. Fast geschafft. So ist die Beziehung für Mensch und Nutztier für beide Seiten wertvoll. Oh Gott. Der Mensch bekommt Nahrung, Leder und Wolle, das Tier genug zu fressen, Schutz und Leben. Ich will nicht mehr. Das Tier bekommt also Leben. Ja und? Inwiefern profitiert es jetzt zwangsläufig durch seine eigene Existenz? Und worin genau besteht der Schutz beispielsweise bei Hühnern in der Bodentierhaltung, die teilweise so eng gehalten werden, dass sie einander zertrampeln? Genug zu fressen bekommen sie für gewöhnlich ja. Das stimmt. Aber das als Argument zu bringen, ist wirklich lächerlich. Sie bekommen nämlich meistens nicht nur genug zu fressen, sondern für gewöhnlich mehr als genug. Sie werden gemästet. Das ist so viel mehr als genug, dass es ungesund ist. Schlechtes Argument irgendwie. Aber hey, sind ja nur Tiere, ne? So, Fazit von meiner Seite aus. Mir ging es nicht um das Thema als solches, sonst hätte ich dazu ein extra Video gemacht und das dann auch schon im Titel deutlich gemacht. Und vielleicht werde ich das auch noch irgendwann tun. Aber darum soll es, wie gesagt, hier und heute nicht gehen, sondern einfach nur darum, die idiotische These, dass wer Tiere liebt, sie essen sollte, zu entkräften, weil ich solchen Bullshit einfach nicht abhaben kann. Wenn sich dadurch jemand in ähnlichen Denkweisen ertappt fühlt und diese nun stärker hinterfragt, gern geschehen. Wenn sich dadurch jemand in seinem Ehrgefühl verletzt fühlt, I don't give a shit. Also, das war's von meiner Seite. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, dann dürft ihr die gern unten in Form eines Kommentars hinterlassen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr mögt, dürft ihr auch sehr gerne ein Abo dalassen. Habt noch eine schöne Woche, guckt gerne in ein paar Wochen nochmal vorbei zu meinem nächsten Video. Das wird dann auch etwas positiver. Stay safe, bleibt gesund und bis dann.